So, die Besprechung habe ich gestartet. Wir fangen an und der Rest, der noch kommt, kommt noch gerne dazu. Also erstmal nochmal vorneweg, herzlich willkommen zum Webinar für Makers Choice 10, für unser neues Release, beziehungsweise das Oktober-Update. Damit werden wir auch tatsächlich dann bei dem Thema starten. Wer ist wir? Wie immer, wenn wir beide da sind, sind einmal ich dabei, Andreas und Benjamin Wiese als unser Product Owner für Simplifier. Ich glaube, wir sollten aber auch da inzwischen hinreichend bekannt sein. Ja, mit was gehen wir, welche Themen gehen wir mit euch heute durch? Einmal, was gibt es Aktuelles ja, im Makers Club, generell bei Simplifier, an Angeboten etc. Der zweite große Block sind dann natürlich die Release-Highlights für Makers Choice. Wir haben noch ein paar Informationen auch für das Thema LTS mit dabei. Dann haben wir wieder unseren Fragen-Antworten-Block. Da werden wir euch dann auch oder könnt ihr euch dann auch freischalten für. Und dann noch ein Ausblick nach vorne. Wie immer gilt, wenn ihr schon auch zwischendrin Fragen habt, gerne nutzt die Q&A oder F&A-Funktion hier von Teams und stellt eure Fragen da schon gern auch vorab. Dann können wir das bei der einen oder anderen Stelle auch schon mit reinfließen lassen. Insofern legen wir los. Genau, der eine hat es vielleicht schon gesehen. Wir haben seit ein paar Wochen einen OData-Kurs online im Intermediate-Level. Sind gerade noch dabei. Den haben wir leider für heute nicht mehr ganz fertig bekommen. Der wird vermutlich nächste Woche kommen. Noch ein Kurs für die Datentypen. Ergänzen sind auch weiter konstant dabei, die Kurse zu ergänzen. Wenn wir dann mit dem Intermediate-Bereich dann da so die fehlenden Inhalte haben, werden wir uns dann auch nochmal um den Advanced-Bereich kümmern, den noch ja, optimieren und verbessern. Aber da gern schnuppert rein. Ist auch jetzt so, das hatten wir beim letzten Mal auch schon, als wir die Kurse, das war beim 25.7 Release, ja, geht man das neue Konzept, die sind auch nicht mehr aufeinander aufbauen. Das heißt, man kann den OData-Kurs auch machen, ohne dass man die ganzen anderen Kurse davor machen musste. Ne? Also da, wer, weiß ich, OData hat und da Fragen auch insbesondere mit den Features, die wir schon im letzten Release auch rausgebracht haben, guckt euch den Kurs an. Genau. Ansonsten, das betrifft jetzt vor allem alle ja, Kunden von uns, die auch SAP im Einsatz haben. Das ist immer eine Frage, die bei uns regelmäßig kommt, egal ob es bei potenziellen oder Bestandskunden eben ist immer die Kostenfrage, was kostet mich das eigentlich, Simplifier selber zu betreiben oder bei uns in der Cloud zu betreiben oder in der BTP das ganze Thema zu betreiben. Oder auch selber nutze ich Simplifier für eine App oder so, nutze ich es nicht. Dafür haben wir jetzt einen SAP-Kostenkalkulator, wo man sich das dann eben mit gegenüberstellen kann. Der Link, der wird dann auch nochmal in den Unterlagen, die wir mit verteilen, zu dem Webinar auch nochmal, ist hier oben mit drin. Dann könnt ihr euch da das einfach mal für die, die es interessiert, durchklicken. Was ist noch neu im Makers Club? Wir haben, das ist tatsächlich ein Case, den wir bei unheimlich vielen Kunden jetzt auch schon aus seiner letzten MX ja, mitbekommen haben, dass sich einige da eben mit beschäftigen. Wir haben dazu einen POC mit einem unserer Partner gemacht. Daraus ist erstmal jetzt auch eine ja, Seite oder eine Landingpage in unserem, in dem Fall der Webseite entstanden zum Thema Document AI oder Document Recognition. Schaut euch das gerne an. Da haben wir auch eine Demo-App mit dabei, wo ihr dann auch von euch ja, eine Testrechnung gerne einfach hochladen könnt und dann eben seht, wie die AI dann diese Rechnung interpretiert und dann das Ergebnis zurückspielt. Ne? Das ja, im Testfall, wenn ihr da auch Fragen habt, wie die Implementierung dazu sein kann, was wir verwendet haben, kommt gerne auf uns oder auf unser CS-Team zu. Dann können wir da auch schauen, was für euch dann da die passende oder beste Lösung tatsächlich dann ist und wie ihr es bei euch in eure Applikation mit ja, integrieren könnt. Ich hoffe, die meisten haben schon aus der Runde geschafft, unser Release, respektive das Release-Video anzuschauen. Da ist ja der erste Teil des Videos geht es um Simplifier X. Um da nochmal kurz abzuholen, was ist eigentlich Simplifier X? Das ist kein neues Produkt oder keine neue Version oder ja, Release-Strang, sondern das ist für uns erstmal ein Meilenstein. Wir werden es auch gleich bei den Release-Notes oder bei den Release-Highlights nochmal sehen. Das ist für uns ja, markiert jetzt so den Übergang, wo wir sagen, dass jetzt AI, auch wir so weit sind,
dass wir AI und Low-Code wertbringend wirklich jetzt so miteinander verbinden können, dass das auch ein echter Mehrwert ist und nicht irgendwo noch ein Hype-Thema ist, wo man einfach viel rumprobiert. Aber die Frage ist, wie weit gehen wir mit dem Thema? Ne? Also was wir gemerkt haben im Rahmen der Implementierung, auch im Rahmen unserer Tests ist, und das wird ein Ansatz sein, den wir definitiv weiter folgen, dass im Bereich der Bild-AI, also wenn es darum geht, Sachen mit AI zu generieren, wir nicht den Ansatz verfahren, wie man es vielleicht von ChatGPT und Co. kennt, mit Prompt to Code, also dass man quasi über Prompts einen Code direkt generiert, sondern wir werden den Weg über sogenannten Prompt to Configuration gehen, wo man eher zusammen mit AI die Specs für das, was man eigentlich benötigt, erstellt und auf Basis dessen dann Implementierungen angeht. Und das andere Thema, was wir immer noch haben, ist das Thema Business AI. Aber da kann man jetzt viel machen, viel überlegen. Die große Frage ist ja, was sind die Punkte, die euch als unsere Kunden da weiterhelfen? Was für Use Cases habt ihr in dem Bereich? Ist es eher Build AI? Ist es eher Business AI? Und das wollen wir tatsächlich, das werden wir im November starten. Da planen wir AI-Session, da kommen wir auch dann auf alle nochmal zu. Würden wir uns freuen über jeden, der uns da unterstützt und auch mit an den Sessions dann teilnimmt. Da wollen wir wirklich zielgerichtet Simplify weiterentwickeln und eben nicht einfach nur als AI Buzzword und des AI-Willens drum machen, sondern da geht es wirklich darum, mit euch gemeinsam rauszufinden, was sind die Themen, die euch weiterhelfen und wir dann da in den Bereich dann auch investieren werden. Genau, also da nochmal, Anfang November werden wir mit den Terminfindungen starten und da gerne teilnehmen. Wir kommen auf alle aber nochmal zu. Genau, das insofern soweit vorneweg. Kommen wir zu dem, was wahrscheinlich für euch die meisten euch auch heute interessiert. Was ist eigentlich in Makers Choice 10 dabei? Genau, wir haben hier 4 Highlights rausgepickt. Es ist natürlich noch viel, viel mehr dabei. Viel weitere kleinere Verbesserungen findet ihr hinter dem Link auch die Release Notes dazu. Genau, aber zu den 4 Highlights. Erstmal Thema OData. Wir hatten ja im letzten Makers Choice Release schon das OData Shape gebracht, um hier sehr, sehr einfach mit Low-Code bzw. No-Code SAP-O-Data Services in Apps integrieren zu können. Über den gleichen Weg, wie man das eben schon von dem Data Service Shape kannte für Datenbanken. Wir hatten es noch in Preview State released, weil wir einfach die Functions und Actions hier noch nicht anbieten konnten. Das haben wir jetzt mit dem Release noch mal reingepackt. Dadurch ist auch das Feature jetzt insgesamt offiziell released und kann in Production verwendet werden, ist auch per Default freigeschaltet. Genau, Functions Action vielleicht ganz kurz. Was ist das in der OData-Welt? Also ist eigentlich sehr, sehr ähnlich. Der Unterschied ist eigentlich nur, dass Functions Seiteneffekte haben können und, andersrum, Functions keine Seiteneffekte haben können und Actions können Seiteneffekte haben, können Parameter entgegennehmen, Daten zurückgeben. Also es gibt manche Use Cases, wo man für schreibende Operationen zum Beispiel nicht über das normale OData CRUD gehen möchte, sondern eben noch weitere Dinge nebenher tun möchte und dann lieber über eine Action geht. Und genau, das haben wir eben bei manchen Kunden gesehen und deswegen können wir das hier auch entsprechend anbieten. Ist dann eben integriert in das Shape im Process Designer. Genau, das zweite Thema, und da gehen wir eben schon in die Richtung AI, ist, dass wir jetzt einen eigenen MCP-Server anbieten. Vielleicht ganz kurz für die, die es noch nicht kennen, was ist MCP? Das steht für Model Context Protocol. Das ist ein Standard, ein Schnittstellenstandard, mit dem KI-Assistenten wie zum Beispiel ChatGPT, Claude, aber auch Code-Assistenten wie Claude Code oder Cursor oder auch Microsoft Copilot und wie sie alle heißen, über diese Schnittstelle können solche Assistenten eben auf externe Systeme zugreifen. Ja, das ist wie eine Art REST-API für KI-Assistenten. Und wir haben jetzt eben einen eigenen MCP-Server veröffentlicht. Das ist ein lokaler Server, was bedeutet, es ist einfach ein NPM-Paket, was man bei sich lokal installiert, stellt es dann seinem KI-Assistenten bereit. Und dann hat man hier die Möglichkeit eben, oder der Assistent hat dann die Möglichkeit, auf die Simplify-Instanz zuzugreifen. Was wir hier jetzt mit drin haben, ist für Konnektoren und Business-Objekte einmal die Verwaltung, also wir können neue anlegen, wir können bestehende updaten und lesen natürlich, aber auch executen. Also wir haben für Business Objects und Konnektoren
auch Execute mit dabei. Das heißt, der Assistent kann Business-Objekte und Connector-Calls ausführen. Was auch noch drin ist, sind noch ein paar Admin-Funktionen, Logs zum Beispiel, Simplifier-Logs kann man auch abrufen über die Schnittstelle. Genau, also das ist so der erste Schritt in die Richtung, ja, dass wir nicht nur AI im Simplifier selbst integriert haben, sondern auch Simplifier von außen durch KI zugänglich machen. Das nächste Thema, das ist jetzt ein Thema, wo KI wirklich im Simplifier selbst verbaut ist. Wir nennen das Build AI, weil es hier ein AI-Feature ist, das unsere Kunden dabei unterstützt, Apps oder Workflows zu bauen. Wir grenzen das ab zur Business AI. Business AI heißt bei uns, dass wir eben in die Apps KI-Funktionen integrieren für die App-User. Und Build AI ist eben für die App-Bilder gedacht. Genau, was wir hier jetzt ausliefern mit dem Release, erstmal im Experimental-Status, ist hier die Möglichkeit, mit generativer KI Workflows zu erstellen aus einer natürlich sprachlichen Beschreibung. Wir gehen auch noch ein bisschen einen Schritt weiter, als das hat Andreas vorhin schon so angedeutet. Ja, man kennt das so von ChatGPT, dieses Turn-by-Turn Prompting, sage ich mal, ja, oder was man auch mit Code-Assistenten oft macht. Aber der Trend geht bei den Code-Assistenten im Moment in Richtung Spec-Driven. Das bedeutet, dass ich praktisch weniger dieses Turn-by-Turn unterhaltungsmäßige Hinprompten zum Ergebnis mache, sondern vorher auch mit KI-Unterstützung mir erstmal eine Spezifikation überlege und die dann durch den Code-Assistenten implementiert wird. Und in die Richtung wollen wir hier auch gehen. Das ist jetzt erstmal hier nur ein sehr kleiner Schritt, aber was jetzt trotzdem schon möglich ist, ist, dass wir hier erstmal einen Assistenten haben, der die Anforderungen erstmal abfragt vom Nutzer an einen Workflow. Also welche Daten sollen verarbeitet werden, welche Schritte sind nötig und so weiter in natürlicher Sprache. Daraus erstellen wir dann im Hintergrund eine Spezifikation und daraus wird dann eben automatisch ein Workflow generiert. Das Ganze ist, wie gesagt, noch im Experimental State. Da sind noch nicht alle Workflow-Features mit dabei. Wir können aber trotzdem schon mal das Grundgerüst von so einem Workflow generieren. Und ab da kann dann der Nutzer eben reingehen in den Workflow-Designer und dann wie gewohnt den Workflow bearbeiten und dann eben fertig bauen, sage ich mal. Und ja, das ist ein Feature, wo wir jetzt natürlich dran sind, das noch weiter auszubauen. Im Experimental State müsst ihr praktisch in den Simplifier-Settings das aktiv einschalten, wenn ihr es benutzen wollt. Und ja, wir würden uns da auf jeden Fall über Feedback von euch freuen. Wir werden auch auf einzelne von euch sicherlich zugehen, um da mal Feedback zu bekommen, wie ihr damit zurechtkommt, auch vom Interface her und von den Ergebnissen her. Und im nächsten Release wird es da auf jeden Fall deutlich mehr Features dann nochmal geben dafür. Grundsätzlich ist das Ganze ein Paid-Feature, so wie wir das schon aus ein paar anderen Features kennen, zum Beispiel das Translation-Feature für Workflows. Allerdings wollen wir jetzt in der Testphase, in der Experimental-Phase das Ganze noch kostenlos anbieten. Also es ist jetzt noch keine Subscription erforderlich, es fallen keine Zusatzkosten an. Wir schalten das für alle Kunden jetzt erstmal kostenlos frei. Genau, dann zu guter Letzt haben wir unsere Admin-UI, also das Simplifier Dashboard, das User Interface redesigned. Wir haben hier, also technisch handelt es sich unter der Haube um Euro 5 Upgrade auf die 1136 und damit bekommen wir ein neues Theme, das Horizon Theme. Ja, das gibt dem Ganzen auf jeden Fall ja einfach frischeren, moderneren Look and Feel, denke ich mal. Und was aber, denke ich, hier das besondere Highlight auch ist, dass wir jetzt einen sehr, sehr guten Dark Mode bekommen. Wir hatten vorher schon einen Dark Mode, der ja war selbst gebaut, hatte einfach hier und da so ein paar Rough Edges und dadurch, dass wir jetzt aber auf das neue Horizon Theme umstellen und auch mit relativ wenig Customization dahinter, können wir hier den Dark Mode von OpenUI5 verwenden, der sehr, sehr gut ist und wirklich eine deutliche Verbesserung nochmal ist zu dem alten Dark Mode. Genau, das mal zu den Highlights. Dann schauen wir mal weiter. Kannst du mal jetzt weiterblättern? Genau, heute releasen wir ja nicht nur das Maker's Choice 2510, sondern einmal im Jahr veröffentlichen wir ja auch eins der Maker's Choices als LTS, Long-Term Support Release. Das ist hier der Fall Simplifier 10 LTS. Was ist in 10 LTS drin? Naja, alles, was in den Maker's Choice Releases seit dem letzten LTS, das war dann das 9er LTS, drin war, also alle Funktionen akkumuliert. Und genau, die Release Notes dazu
Link haben wir hier reingepostet. Also da sind nochmal wirklich auch alles drin, was da drin ist. Wir haben Upgrade-Guides in alle Richtungen, also von LTS vom LTS 9 auf das LTS 10. Es ist auch möglich, jetzt eben zu dem Zeitpunkt, wo wir eben das LTS releasen, kann man auch von LTS auf Maker's Choice gehen und Maker's Choice aber auch auf LTS. Das geht in beide Richtungen, da haben wir Upgrade-Guides dafür. Genau, und ja, Long-Term Support geht wie gewohnt 3 Monate länger immer als der Release des nächsten LTS-Pakets. Also nächstes Jahr, da ist das Datum noch nicht genau fix, das halten wir immer so ein bisschen offen, welches Maker's Choice wir nehmen, aber wenn Simplifier 11 dann released wird, dann bekommt das 10er LTS noch 3 Monate Support von uns. Heißt im Umkehrschluss aber für Simplifier 9 wird bis zum 22. Januar 2026 noch mit Quality Updates versorgt. Dass dann noch da wieder die 3 Monate Übergangsphase für für euch LTS-Kunden und die auf LTS sind, um die Zeit zu nutzen und zu wechseln. Ja, genau. Gut, Andreas, dann kannst du weitermachen. Das wollte ich jetzt nicht. So klickt er. Okay, interessant, dass der beim Weiterklicken die Videos alle versucht hat zu spielen. Die sind dann auch im Video verlinkt, beziehungsweise ihr habt auch die Videos in Release Notes drin. Die brauchen wir jetzt. Guckt es euch gerne an. Da sind auch mal die wesentlichen Highlights, auch mit ihrem Business Videos eben mit dabei. Was ist neu? Das betrifft alle Kunden, die bei uns in der Simplifier Cloud gehostet sind. Wir haben uns da vom Ticketportal für die Upgrades gelöst. Ihr könnt jetzt direkt aus dem Customer Portal in der Lizenzübersicht eure Upgrades anstoßen. Da sind auch dann die jeweiligen Varianten dann verfügbar. Ihr könnt da Einzeltermine ausmachen für DQP. Ihr könnt, wenn ihr wollt, auch quasi in einer Buchung auch alle 3 Systeme upgraden lassen. Das wäre möglich. Vorteil ist wirklich für euch, ihr könnt den Zeitpunkt auswählen, der bei euch am besten passt. Also ihr müsst dann nicht bei uns mit uns in die Terminfindung gehen, sondern ihr wählt einfach aus den verfügbar stehenden Terminen dann den Termin aus, der ja, für euch am besten funktioniert. Genau. Generell Hinweis zu den Upgrades, das betrifft jetzt erstmal alle unabhängig von der Simplify Cloud. Jetzt mit Maker's Choice 2510 gibt es wieder keine wesentlichen Änderungen oder Vorarbeiten, die ihr machen müsst. Es gibt aber 2 Kleinigkeiten. Das eine ist, das basiert auf einem Feature Request. Wir haben umgesetzt, dass im Launchpad und im Mobile Client nur noch die Applikationen angezeigt werden, für die es eine dedizierte Execute-Berechtigung gibt, egal ob über Projektberechtigung oder über die globalen Rollen. Hintergrund ist, dass ja unser Login-Wizard recht intensiv genutzt wird oder auch andere Apps gibt, die eine Berechtigung brauchen, weil sie vor dem Login Daten abgreifen. Die wurden aber dann immer allen Nutzern angezeigt. Das haben wir darüber jetzt vereinfacht. Das heißt, ihr könnt jetzt darüber in der Governance selber steuern, welcher Nutzer sieht welche Applikationen. Für die das Launchpad wirklich nutzen und den Mobile Client, da einmal bitte darauf achten, im Zweifel vorher nochmal die Rollen checken. Wenn ihr über Direktlinks geht, das ist davon unbetroffen, da gab es keine Änderung dazu. Und das zweite Thema ist, wir haben aus Security- und Governance-Gründen auch aus den Developer-Rollen die Rechte rausgenommen, um Jobs einzuplanen. Um da das Governance-Szenario eben zu ermöglichen, das granularer zu steuern, das nicht alles direkt mit drin zu haben. Das heißt, wenn ihr den Fall habt, dass ihr entweder die Citizen Dev oder die Developer-Rolle in Projekten oder die SF-Developer-Rolle als globale Rolle verteilt und von den Kreis jemand die Jobberechtigung braucht, dann die bitte einfach über eine ergänzende Rolle dann an die User dann ergänzen. Wenn ihr da Fragen zu habt, haben wir das in der Doku beschrieben. Ansonsten gerne auch auf unser CS-Team zugehen. Da können wir euch auch dann entsprechend helfen. So, jetzt haben aber Ben und ich erstmal genug geredet. Jetzt seid ihr dran. Waren da einiges an Informationen. Was sind eure Fragen? Eine war in der F&A dazwischen drin, sind inzwischen mehr. Eine gehen wir die kurz schon mal durch und dann können wir gerne auch die Mikros aufmachen. Sascha hat dann nochmal gefragt wegen Document AI. Tatsächlich der POC, den Case, den wir gemacht haben, der hat sich jetzt auf Rechnungen spezialisiert gehabt. Kann aber an der App prinzipiell jedes beliebige Dokument mal hochladen. War für uns tatsächlich interessant. Gilt jetzt eben nicht nur für Sascha, sondern auch für alle. Was habt ihr sonst für Dokumententypen, die ihr in so einem Szenario mit betrachten wollt? Das, was bis jetzt zu uns gespielt wurde, war tatsächlich im Wesentlichen Rechnungen und Lieferscheine.
Und dann gab es noch Sicherheitsdatenblätter bei einem Kunden. Aber wie gesagt, was wir glauben oder was wir bisher so bei unseren Tests auch gesehen haben, so ein ganz generischer Ansatz, der ist meistens nicht so erfolgreich oder die liefert nicht so gute Ergebnisse, wie wenn man dann entsprechend trainierte Models, die auf einen Typ sich dann beschränken, dann eben gehen. Genau. So, dann, Ben, eine Frage, die stelle ich mal dir, das ist auch von Sascha nochmal zum MCP-Server. Werdet ihr den auch fix und fertig für die Nutzung mit einem Docker MCP Gateway verfügbar machen? Genau, meinst du damit, Sascha, ob wir praktisch das Ganze als Docker-Image anbieten, anstatt als NPM-Paket oder was genau? Oder mal, ich kann dich mal. Ja, mute doch mal den Sascha dann. Da. Okay, du kannst dich jetzt entmuten. Ja, genau, das meine ich. Ah, okay, ja. Im Moment ist es nicht geplant, aber gerne als Feature Request einstellen. Also genau, wenn da Nachfrage da ist, kann ich mir das sehr gut vorstellen, ja. Why not? Ja, es Aber wird im nämlich Moment- vereinfachen, es wird nämlich streamlinen am Ende des Tages. Ich glaube, dass das einfach mehr wird zukünftig, dass die Leute ein Docker MCP Gateway laufen haben. Okay, gut möglich. Habe ich persönlich jetzt noch nicht im Einsatz, aber ja, ist auf jeden Fall gut auf dem Schirm zu haben, ja. Okay. Danke, ja. Passt. Dann gibt es von Sarah noch die Frage zum Standard-Content, ob der in der neuen Version verfügbar ist. Nein, der ist noch weiterhin auf Version 1.96, allerdings nicht Hotfix 38, sondern 40. Da vielleicht auch nochmal Hinweis, wenn ihr den Standard-Content upgradet, dann bitte auch nochmal alle Apps und Module deployen. Da haben wir im Standard-Content ja auch ein Business-Objekt, was euch das einmal in Masse abnimmt. Genau, zu 1.136, also wir werden, das hatten wir über die anderen Releases, waren ja auch schon mitgegeben, wir arbeiten im Hintergrund immer noch, aber der ist jetzt noch nicht so weit, dass wir schon was zeigen können, an einem neuen ja, App-Generator, der auch Apps anders generiert und auch die Nutzung dann nochmal vereinfacht. Wir werden die Themen Preview etc. Im Zuge dessen werden wir Widgets, also die Widgets, die es bisher so gibt, nicht mehr so anbieten, sondern wir werden dann nativ auf die UI5 Controls gehen und im Zuge dessen dann auch es deutlich einfacher haben, neue Versionen anzubieten und über den Schwung werden wir da auch mindestens auf die Version 1.136 dann auch wechseln. Da müssen wir halt noch um ein bisschen Geduld bitten, bis wir dann da soweit sind, das dann zu publishen. Aber der Standard-Content, wie er ist erstmal bei 1.96 geblieben. Genau, so insofern, Ben, können wir das irgendwie freigeben, dass sich jeder entstummen kann, hast du schon gemacht, weil dann können wir auch dann weiter Fragen über Tonspur zulassen. Ansonsten stellt sie gerne hier im Chat, der noch Fragen hat. Genau. Ja, also ihr könnt euch alle entmuten, wenn ihr möchtet, ja. Oder gerne auch handheben. Aber gerne auch einfach entmuten und reinreden. Ich möchte vielleicht noch sagen, dass die Idee mit dem MCP sehr cool ist. Das gefällt mir sehr gut. Das hatte ich nicht am Radar, dass ihr das machen werdet. Sehr Finde cool. ich eine sehr gute Idee. Danke, ab und zu können wir überraschen, ja. Nein, also auch da gern alle, ne? Das ist natürlich jetzt ein Thema, was sich vor allem ja, auch sicherlich erstmal an die IT-Professionals ein bisschen wendet, aber nutzt das, ja, da sind wir auch auf euer Feedback gespannt. Ne? Also gebt da auch gern fleißig Feedback, wie jetzt zum Beispiel das Docker-Thema, aber auch von der Nutzung her, ähm, weil wir das auch als erfolgsversprechenden Weg sehen, da ja, seine Entwicklungsprozesse ein bisschen zu streamlinen oder auch da Wege anzusetzen, die bisher einfach nicht möglich waren. Ja. Ihr dürft euch gerne trauen. Ansonsten, wenn noch Themen sind, kommt gerne auch im Nachgang auf uns zu. Machen wir das noch mit 3, 2, 1, ja, letzte Chance. Wie gesagt, kommt gerne auch ansonsten im Nachgang zu. Okay, zumindest für die Fragen, die da waren. Ich gucke nochmal kurz in die F&A-Session, dass das bin ich wieder ohne. Nee, es sind keine weiteren da. Dann lasst uns noch zum Abschluss einmal den Blick nach vorne werfen. Genau, wie immer wollen wir euch noch ein bisschen mitgeben, woran wir gerade
arbeiten. Muss nicht zwingend dann im nächsten Release kommen, aber zumindest ist es in Arbeit und wird in den nächsten Releases drin sein. Das erste Thema hatte ich ja schon gesagt, dieses Thema Build-AI für die Workflows werden wir jetzt immer weiter verbessern. Und im nächsten Release, schätze ich mal, werden wir schon nicht mehr im Experimental State an der Stelle sein. Dann beim Thema OData ist es im Moment noch so, dass wir die Datentypen von den ganzen Entity Types aus der OData-Schnittstelle noch nicht nativ in Simplifier haben. Das bedeutet, dass wenn man zum Beispiel auf eine Variable mappen möchte, muss man noch über Any gehen im Process Designer. Ist noch ein bisschen umständlich. Das heißt, das wollen wir hier verbessern, indem wir auch wirklich alle Datentypen, die sich aus dem Metadata der OData, des OData-Endpoints ergeben, wirklich im Simplifier bereitstellen, um dann sowas wie Mapping dann auch einfacher zu machen im Process Designer. Genau, so da sind wir dran. Was auch noch kommen wird, ist RTL, also Right-to-Left Languages. Konkret werden wir hier Arabisch noch anbieten für Apps und Workflows. Betrifft aber auch das Launchpad, betrifft den Mobile Client. Das praktisch für die Business-User, für die App- und Workflow-User steht dann Arabisch auch zur Verfügung. Was bisher noch nicht ganz rund lief, eben mit den RTL-Sprachen, Right to Left, das wird jetzt eben funktionieren und wir werden in dem Zuge auch noch ein paar weitere Sprachen anbieten. Es wurden noch so zum Beispiel wurde Portugiesisch noch als brasilianische Variante wurde angefragt. Wir hatten, glaube ich, auch noch Britisch-Englisch als Anfrage. Also wir haben noch ein paar weitere Sprachen da jetzt drin, um da die Liste zu vervollständigen an den Simplifier-Sprachen. Genau, zu guter Letzt, das wird ein ziemlich cooles Feature, Thema OPA5-Tests. Also wir wissen, dass eigentlich die meisten unserer Kunden gerne, also OPA5-Tests vielleicht ganz kurz, das sind Frontend-Tests für UI5-Apps. OPA5 heißt eben das Framework dafür von SAP, um seine Apps zu testen. Und wir wissen, dass die meisten Kunden sehr, sehr gerne Tests hätten, aber wir wissen auch, dass die wenigsten wirklich welche haben, weil es einfach ein gewisser Aufwand ist, diese Tests zu schreiben, diese Tests zu warten. Und hier wollen wir eben einen Test-Generator anbieten, der automatisch oder zumindest teilautomatisch diese Tests erstellt. Das bedeutet, was ist der Vorteil? Naja, wenn ich Tests habe, dann kann ich sicher gehen, wenn ich Änderungen an meiner App habe oder auch an meiner Simplifier-Instanz, dass wenn ich die Tests laufen lasse und die sind grün, dann weiß ich, ist alles gut. Während, wenn ich vielleicht aus Versehen irgendwelche Bugs introduced habe, dann werde ich die dadurch eben finden, durch die Testausführung. Genau, das nur zum Ausblick. Dann Andreas, gerne mal weitermachen. Genau, was wir jetzt auch ab sofort freischalten werden oder ein bisschen ändern werden, ist der Prozess im Ideas-Portal. Für die es noch nicht kennen, aber ich glaube, die meisten kennen es, unser Ideas-Portal, wo ihr Feature-Requests reinstellen könnt. Jetzt zum Beispiel in dem Makers Choice Release sind 6 Feature-Requests mit umgesetzt worden. Bisher war es so, dass wenn ihr da eine Idee im Feature-Request reinstellt, dann ist der erstmal nur für euch und für uns sichtbar, noch nicht für alle anderen. Und bisher war der Prozess so, dass wir den anschauen, mit euch in der Regel ein bisschen hin und her schreiben, um noch ein bisschen mehr detailliert rauszufinden, was dahinter steckt, dann mit euch zusammen den noch mal ein bisschen refinen und dann erst irgendwann potenziell freischalten. Da haben wir einfach Feedback bekommen, dass zum einen das ein bisschen intransparent ist, zum anderen hatten wir immer wieder Situationen, dass es schon Feature-Requests gab, und andere Kunden, die praktisch nicht wussten, dass es den schon gibt, aber eigentlich die gleiche Anforderung hatten und aber den noch nicht sehen konnten und noch nicht darauf voten konnten. Deswegen haben wir uns jetzt dafür entschieden, da einfach mehr Transparenz reinzubringen und das ein bisschen pragmatischer zu gestalten, indem wir sagen, okay, wenn ihr einen Feature-Request reinstellt, ist der sofort für alle sichtbar. Es können alle kommentieren, es können alle drauf voten und auch transparent dann sehen, wie sich der dann gegebenenfalls noch weiterentwickelt, weil wir dann oft dann doch auch noch mal weitere Detailfragen haben dazu und den dann vielleicht auch noch mal ein bisschen in eine andere Richtung treiben. Aber auf jeden Fall wird es jetzt transparenter sein und wir wollen auch den Implementierungsstatus da besser sichtbar machen. Das war bisher auch noch nicht optimal, dass man wirklich sieht, wenn wir auch angefangen haben, den Request zu implementieren, dass man einfach weiß, okay, dass er dann mit dem nächsten Release dann kommen wird. Genau. Vielleicht da eine Ergänzung auch vom Statusflow, wenn wir das so vereinfachen, dass eben, also das war ja vorher eigentlich keine wirkliche Freigabegenehmigung, sondern wir werden diesen Idea-Status haben, wo eben alle Ideen drin sind. Sobald wir an der Idee arbeiten, wird dann der
die Idee dann einen Status Plan bekommen. Dann seht ihr eben auch direkt, da arbeiten wir wirklich aktiv dran. Da kann man jetzt in der nächsten Zeit mit einer Umsetzung rechnen. Und wenn es dann umgesetzt ist und noch vielleicht auf das nächste Release wartet, haben wir auch einen passenden Status und natürlich dann einen Ship-Status. Ja? Das einfach auch für euch ein bisschen besser greifbar zu machen. Woran arbeiten wir gerade? Was sind die Themen, die da betreffen? Und von der Moderation werden wir es auch ein bisschen umstellen, dass wir eben versuchen, darüber mehr Insights auch zu bekommen und auch aktiv nochmal auch eben nicht nur immer den Fragen, der den Feature Request gestellt hat, sondern auch versuchen, alle zu adressieren, um dann auch wirklich alle möglichen Use Cases zu bekommen, weil das dann uns einfach auch noch bei der Priorisierungsfindung nochmal deutlich hilft. Auch mehr hilft, wenn wir das so moderieren, eben als der reine Vote an der Stelle. Genau, der aber weiterhin wichtig bleibt. Okay, dann last but not least. Wir sind im November auch wieder ja, sichtbar, in dem Fall bei unserem Partner All for One auf dem All for One OSC Jahreskongress. Falls da der eine oder andere von euch auch da ist, kommt gerne bei uns vorbei und sucht das Gespräch. Können wir auch gerne nochmal da ja, in Kontakt gerne kommen. Genau, und ansonsten nur zur Sicherheit, aber da haben wir unseren festen Zyklus, Makers Choice 2512 wird am 17. Dezember veröffentlicht werden. Das ist dann wieder das nächste Makers Choice, wo wir dann da eben rausgehen. Genau. Insofern, herzlichen Dank, dass ihr dabei wart. Ben hat auch gerade nochmal eine Umfrage eingestellt. Würden wir uns freuen, wenn ihr euch noch eine Minute nehmt, an der Umfrage teilzunehmen, was wir auch hier für das Webinar noch entsprechend verbessern können. Ja, wenn Fragen kommen zum Thema Upgrade, wie gesagt, kommt auf uns zu. Wir helfen gerne, beantworten eure Fragen und ansonsten ja, viel Erfolg beim Upgrade und bei der Nutzung unserer neuen Features. Vielen Dank.